Und das Intro geht schon los. Viel Spaß am Lerg. Hast du die Idee gehört, was wir machen wollen? Willst du das, in dein Intro hatte ich irgendwie mitgekriegt, ne? Wolltest du das mit einbauen? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So, der schwarze Peter. We will see, was passiert. Holmes! Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ich muss, glaube ich, die, sag mal schnell, die Dialoge noch mal ein bisschen lauter stellen, wa? Gott. Das muss ich ein bisschen leiser stellen. Das ist ja schrecklich. So. Wunderschönen guten Morgen, Dori. Hallo, meine Liebe. Fortfahren. Öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger in skandinavischen Gewässern.
setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodmans Lee. So, aber ich kann nochmal Tab drücken. Jetzt haben wir hier einmal die Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort in Woodmans Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodmans Lee. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord, dem ein ehemaliger Kapitän Schwarzer Peter genannt zum Opfer gefallen ist. Okay, check. Und hier haben wir einmal die Baker Street. Hier sind wir. Deswegen ist das wahrscheinlich so blau umkreiselt. Und da müssen wir hin. Aber wir müssen uns erstmal was anziehen. Wir sehen ja... Oh Gott. Ich muss die Mausempfindlichkeit runterstellen. Das ist ja heftig. Mausempfindlichkeit. Ja, aber die muss ich hochschrauben, oder? Viel Spaß im Lurk, Ironfell. Das Spiel habe ich ja schon mal gespielt, tatsächlich. Deswegen, ich kenne die Sherlock Holmes Spiele gut. This is where I keep my post. Hier bewahre ich meine Post auf. Okay, check. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ich habe halt ein bisschen Tontaubenschießen gespielt. Kann ich rennen? Okay, mit Schiff kann ich rennen. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ich mag Sherlock Holmes. So, ist das hier mein Zimmer? Ich habe keine Ahnung. Nee, scheint nicht mein Zimmer zu sein. Das ist von Watson, denke ich mal. Watson. Klör. Ist das hier? My archive. I can always consult with it, if needed. Enzyklopädien. Ah, so früh am Morgen schon irgendwelche Fachbegriffe. Schminktisch. Macht das, Mine. Vielen Dank für deinen Lurk-Support. Kann ich irgendwie rauszoomen? Ich habe noch gar nichts freigeschaltet, ne? Ja, dann müssen wir leider so bleiben. Haben wir eine Brille? Nö. Haben wir so ein 3-Tage-Bad oder so? Ich mag 3-Tage-Bärte. Ne? Okay. Zum Kleiderschrank mit B. So, wir brauchen keinen Morgenmantel. Ziehen unseren Freizeitanzug an, ja. So. Ich habe bei Kamin immer, das ist so ein bisschen Sims 4 Vibes, ey. Immer Angst, dass die Bude abfackelt. Wunderschönen guten Morgen, Kraken. Die ganze Reihe extrem gut. Ich habe ja, danach kam ja Devil's Daughter und, danach kam Chapter 1. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Die habe ich alle. Den neuen Teil habe ich leider noch nicht. Aber die 3 Teile. Und deswegen habe ich gedacht, dadurch, dass es halt so ein paar Spiele sind, machen wir so ein bisschen Content für YouTube hier im Stream. Wir werden jetzt mal zu Woodmans Lee fahren. Wir haben jetzt aus ihrem Kleiderschrank aus und treffen sie dann Lestrade in Woodmans Lee. Dann müssen wir uns den Tatort angucken. Also ab nach Woodmans Lee. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. So, haben wir abgeschlossen? Ja, hier. Okay. Sehen Sie sich den Tatort an. Untersuchen Sie den Mord. Okay, check. Steinweg. Hier sind Fußabdrücke. Schuhabdruck. These footprints appear to be quite large.
Also ich habe Schuhgröße It 39. seems that the garden was well maintained. Ist sehr gepflegt, ja. Ach, hier, guck mal. Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Im feuchten Gartenboden von Woodmans, die Hauptsache da steht feucht, habe ich nicht identifizierte Schubdrücke gefunden. Sie stammen womöglich vom Täter. Vielleicht kann ich ja ein paar Stiefel finden, die zu den Abdrücken passen. Kann ich mit ihm hier noch reden? Nee, er steht einfach nur mit einer Lupe da und guckt sich die... Okay, super. Das ist die super geheime Superkraft von Sherlock Holmes. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Entschuldigung. Musste sein. Sonst haben wir hier nichts, ne? Wo sind die denn jetzt nochmal? Da oben, oder was? Okay. Wir gehen jetzt erstmal zu Lestrade. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. So, wir können uns die Dame genauer mal angucken. Und da haben wir... Wie kann ich denn rückwärts? Ah, ja, okay. Kamel. Nistkasten. Handschuhe, Gartenhandschuhe. Eine Haubenmeise. Das ist sehr wichtig, Chat. Aufschreiben, Haubenmeise. Katholischer Rosenkranz. Ach du, eine Katholikin. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Nächtigen guten Morgen. Hau mich. Na? Oh, Sherlock. Puschel Holmes. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr harmonischen Ehe, würde ich jetzt mal sagen, ne? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Na, ich glaube der Dame irgendwie nicht. Ist es nicht immer so, dass der Gärtner schuld ist? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand.
The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Habt ihr das gesehen? Ich bin gut. Ich will. Entschuldigung. Tab. So, wir haben hier einmal die Pilger. Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Ich denke mal, sie wollte von ihm weg, aber dadurch, dass sie Katholikin ist, ich glaube, ich bin nicht katholisch aufgewachsen, ich bin evangelisch. Ich glaube, das ist bei den Katholiken, wird das nicht gern gesehen, glaube ich. Judith stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness und Strathspey, Gott, in Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Ey, Jakobsweg. Meine Mutter und meine Schwester gehen den gerade. So, ansonsten haben wir noch nichts, ne? Hier haben wir noch mal, wo wir nachlesen können. So, ich würde mir gerne die Leiche einmal angucken. Wo ist die Leiche? Die ist hier drin, oder was? Warte, wo hängt er? Wo hängt er denn? Wo hängt er denn ab? Entschuldigung. Ich glaube, Lestrade müssen wir anquatschen. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. So ein Feiner. Mr. Holmes? Ja. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Okay, wir dürfen mit unserem geschulten Auge ran. Tür. Das ist eine Tür. Türschloss. Oh mein Gott. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Oder der Einbrecher, der versucht hat einzubrechen, war betrunken. Muss die Dialogstärke noch ein bisschen hochdrehen, das ist ja... Ich will auf 80. Ich will auf 80. Ah! Oh Gott, das triggert mich. Es muss auf 80. Hallo? Aha. What a terrible way to die. Oh. Nun. Aber hier stand irgendwas, guck The mal. tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Hier stand was. Verdächtig leere Stelle. Ja, da ist... Genau. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Okay, da fehlt eine Kiste oder ähnliches. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Harpoons for hunting whales. Ja, da fehlt auf jeden Fall die Harpune, die jetzt da fälschlicherweise steckt. Hier sind Peter Schuhe. Carey's boots.
They look to be a size 8. Old Navigationsinstrumente. navigation instruments. Nothing interesting. Wir haben schon mal die Stiefel. Das heißt, wir können theoretisch die können wir verwenden. Die scheinen Schuhgröße 8 zu sein. Erfragen. Der Umriss im Staub in einem von Carries Regalen legt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Er war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. Dann haben wir die Logbücher noch und das haben wir ja alles schon, ne?